Strange are the echoes of this night. Mehr als ein Jahr bleibt der Tod von Leonhard Buchhammer in Höchst im Odenwald ungeklärt. Der Brandstifter Dr. R. ist weiterhin auf freiem Fuß. Dann gelingt der Rechtsmedizin in Frankfurt bei erneuten Untersuchungen ein Durchbruch. Der Rechtsmediziner berichtete mir, dass eine Einwegspritze aus dem Papierkorb im Sprechzimmer der Arztpraxis untersucht wurde. Und an dieser Einwegspritze fanden sich Restspuren des Wirkstoffs Methohexital. Methohexital ist ein Kurzzeitnarkotikum und im Handel unter der Bezeichnung Previmental. Das Leichenblut, was in eingefrorenem Zustand noch vorhanden war, hat man aufgetaut und nochmals untersucht und es fand sich dieses Narkosemittel. Somit stand fest, dass mit dieser Einwegspritze dem Herrn Buchhammer das Narkosemittel injiziert wurde. Und das war die Erklärung dafür, dass die Abwehrreflexe, Abhusten, Schlucken zunächst ausgeschaltet waren. Wir haben dann ermittelt nochmals nach diesem Narkosemittel und ein höchster Apotheker hat uns dann bestätigt, der hatte auch die Unterlagen noch, dass ganz kurz vor dem Brand der Dr. R. persönlich mit einem Privatrezept ein solches Mittel bei ihm gekauft hatte. Damit war eigentlich auch der Beweis geführt, dass mit diesem Mittel, was im Blut gefunden wurde, er auch umgebracht wurde. Und dann habe ich sofort einen Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Dr. R. ist inzwischen mit seiner Frau und der 3-jährigen Tochter nach Kirchheim bei München gezogen. Er will dort seinen Plan umsetzen, eine neue orthopädische Praxis eröffnen. Wir sind zu dritt frühmorgens an dem Wohnhaus erschienen, haben geklingelt. Die Familie saß am Frühstückstisch und wir haben den Haftbefehl gezeigt. Dr. R. war jetzt nach meinem Eindruck nicht großartig geschockt oder erschüttert. Es kam dann zu einer Szene, die ist mir die ganzen Jahre nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dr. R. hat sich dann verabschiedet von seiner Frau und hat zu seiner Tochter, die 3 Jahre alt gewesen ist, gesagt, der Papa wird jetzt mit den Männern weggehen, aber er wird heute Abend wieder zu dir kommen. In dem Moment lief es mir etwas kalt den Rücken runter. Mir war klar, das wird wohl nichts. Er wird nicht mehr heute Abend nicht kommen. Es kann sein, dass er die nächsten Wochen, Monate, Jahre nicht kommt. Was geht in dem kleinen Mädchen dann vor? Was wird es fragen? Wie wird man es ihm erklären? 2 Polizisten und Staatsanwalt Maurer bringen Dr. R. zur Haftrichterin. Sie entscheidet, was mit ihm passiert. Seine Verteidiger zweifeln die neuen Beweise, den Nachweis des Narkosemittels an. Die Haftprüfung zieht sich über 2 Tage. Wie sicher ist der Nachweis des Narkosemittels Methohexital im Blut und an der Einwegspritze? Und reicht die Menge, die festgestellt wurde, um einen Narkosezustand herbeizuführen? Das Ergebnis des Vorführungstermins war, dass die Ermittlungsrichterin die Untersuchungshaft angeordnet hat. Am 9.12.1986 startet der Prozess gegen den 38-jährigen Orthopäden. Die Anklage lautet Mord und schwere Brandstiftung. Eine lange und schwierige Beweisaufnahme steht Staatsanwalt Maurer bevor.
Dr. R. lässt sich von 3 Anwälten verteidigen. Die Hauptverhandlung war schon besonders. Das Medien- und Publikumsinteresse war durchaus groß. Es war die Frage, ob dem Gericht ebenso wie mir bzw. der Staatsanwaltschaft die vorhandenen Indizien ausreichen würden, um die Gewissheit von der Täterschaft des Dr. R. zu erlangen. Die Verteidigung hat verschiedene Argumente vorgetragen, weshalb aus ihrer Sicht die Vorwürfe gegen Dr. R. völlig absurd seien. Schon allein deswegen, weil Dr. R. ein intelligenter Mensch sei, der mit Sicherheit, wenn er es denn gewesen wäre, nicht solche stümperhaften Fehler begangen hätte, nämlich der mangelnden Sauerstoffzufuhr. Die Hauptverhandlung erstreckte sich dann über zahlreiche Tage. Irgendwann wurde dann die Beweisaufnahme geschlossen und ich hatte beantragt, Dr. R. auch wegen Mordes zu verurteilen und gegen ihn eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen. Die Verhandlung hat nicht lange gedauert und dann gingen die Prozessbeteiligten wieder auseinander. Dr. R. war wie üblich in die Gefängniszelle des Gerichts gebracht worden. Was den Justizbeamten entgeht, Dr. R. hat in seiner Schreibmappe ein Besteckmesser aus der JVA mit in die Zelle geschmuggelt.